Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir, wie du eine aromatische Rinderbrühe ganz einfach zubereitest. Garantiert ohne künstliche Zusatzstoffe, aber mit vollem Geschmack. Durch das natürliche Glutamat im Fleisch und Gemüse bekommst du eine kräftige Brühe, die perfekt für Suppen, Soßen oder auch als Basis für viele weitere Gerichte ist. Wir starten natürlich mit frischem Gemüse, Rinderbeinscheiben und auch Knochen. Die Knochen sorgen für eine vollmundige Brühe, während das Gemüse für einen runden Geschmack sorgt. Zum scharfen Anbraten verwende ich selbst ausgelassenes Schweineschmalz und verteile es in der heiß werdenden Pfanne. Dann gebe das Fleisch und die Knochen hinein, damit sie kräftige Röstaromen entwickeln und ein intensiveres Aroma bekommen. Jede Seite der Beinscheibe wird für etwa 5 Minuten angebraten, bis sich eine schöne goldbraune Kruste gebildet hat. Genauso wie du es bei mir sehen kannst. Das Fleisch kann noch mehrfach gewendet werden, bis es rundherum goldbraun ist. Wenn es dann soweit ist, kannst du auch alles in einen ausreichend großen Topf geben. Während ich die 2 Knochen noch Röstaromen ziehen lasse, gebe ich bereits etwa 250 ml heißes Wasser zum Fleisch. Und am Ende schwenke ich die Pfanne noch mit heißem Wasser aus, um alle guten Geschmacksstoffe auch mitzunehmen. Nun brauchst du dich für die nächsten 2 Stunden um nichts zu kümmern, denn das Fleisch braucht so lange, bis es komplett ausgekocht ist. Und da reicht es auf kleinster Flamme. Die letzte halbe Stunde können wir dafür nutzen, das Gemüse klein zu schneiden. Wie ihr das von mir kennt, richte ich erstmal den Arbeitsplatz ein und dann starte ich mit Frühlingszwiebeln. Das hier ist zwar eine reichhaltige Portion und wir werden davon nicht alles benötigen, jedoch schneiden wir die Enden unten großzügig ab. Was man daraus machen kann, das zeige ich dir in einem der kommenden Videos. Das gesamte Gemüse ist natürlich grundvorgewaschen, das zeige ich dir bei den meisten nicht nochmal extra. Entferne bei den Frühlingszwiebeln alle schlechten und eingetrockneten Stellen, dies würde sonst nur den Geschmack beeinträchtigen und auch die Haltbarkeit. Und es geht heiter weiter, indem wir etwa 1 bis 2 cm dicke Scheiben runterschneiden und geben diese in eine ausreichend große Schüssel. Weiter geht es mit einer halben Sellerieknolle. Sie bringt nicht nur eine angenehme erdige Tiefe, sondern enthält auch natürliches Glutamat, das die Umami-Note verstärkt und damit den Geschmack intensiviert. Davon schneide ich auch nur die Wurzelansätze ab. Die Schale lasse ich dran, weil sie wertvolle Nährstoffe, Vitamine und auch Mineralien enthält, die den Geschmack intensiviert und man spart sich eine ganze Menge Schnippelei. So würfel ich ihn auch nur in etwa 1 cm große Würfelchen und darf natürlich zu dem restlichen Gemüse gegeben werden. Eine Pastinake darf auch nicht fehlen, diese bringt eine leicht süßliche Note in die Brühe und sorgt außerdem für eine natürliche Tiefe und rundet den Geschmack perfekt ab. Schneide auch hier nur die Enden ab und dann darf sie samt Schale in etwa 1 cm große Würfelchen geschnitten werden. Einer meiner Lieblingsgemüse, der Lauch, gemeinhin auch als Porree bezeichnet. Auch hier schneide ich das Wurzelende großzügig mit ca. 3 cm ab, dazu aber an anderer Stelle mehr. Nun zeige ich euch einfach nur noch, wo die Erde gerne drinnen hängt, in den äußersten Blättern nochmal separat waschen und dann genauso in etwa 2 cm kleine Streifen schneiden. Weiter geht es mit einem halben Kohlrabi. Hier entfernst du einfach die Blätter, aber nicht wegschmeißen. Diese haben eine ganze Menge an Geschmack und kommen noch später zum Einsatz. Hier schneide ich auch nur den Strunken raus, denn dieser ist hart und faserig und wäre jetzt keine Bereicherung für die Brühe. Und auch dieser wird in etwa 1 bis 2 cm dicke Würfel geschnitten. Nun kommt auch noch 3 gelbe Rüben rein.
Auch hier gilt, entferne nur die Strunken und dann darf das Grün auch später mit weiterverwendet werden. Denn diese bringt nicht nur geschmackliche Tiefe, sondern auch einen herben, kräuterigen Geschmack. Und nun wirst du dir denken können, es werden die gelben Rüben natürlich genauso klein geschnitten. Nun gibt es noch den geschmacksintensiven Stangensellerie. Und zwar 3 Stangen mit allem drum und dran, sei es dem Blattgrün. Ich schneide nur unten die Wurzelansätze ab. Auch dieser wird in etwa 1 cm dicke Scheiben geschnitten und darf sich zu dem restlichen Gemüse gesellen. Nach rund 2 Stunden ist das Fleisch so zart, dass es sich von selbst vom Knochen löst und auch die Knochen haben ihr intensives Aroma abgegeben und trägt somit zum reichhaltigen Geschmack bei. Das Fleisch wird nun herausgenommen und zum Abkühlen auf die Seite gestellt. Nun hat das Gemüse wieder seinen großen Auftritt und darf in den bei mir leider viel zu kleinen Topf zur Fleischbrühe gegeben werden. Aber keine Sorge, das Gemüse wird noch ziemlich zusammenfallen. Am Ende hat alles genau gepasst. Nun kann das Gemüse für die nächsten 30 Minuten gar kochen, rühre ab und an durch und dann geht es gleich weiter. Bis das Gemüse gar ist, kannst du das Fleisch von den Knochen lösen, genauso wie das Knochenmark, zumindest der Rest, der noch dran hängt. Und dann wird das Fleisch auch einfach nur noch klein geschnitten, genauso wie du es bei mir sehen kannst. So grob klein reicht das bereits, da muss man also keine Wissenschaft draus machen. Für die letzten paar Minuten des Kochvorgangs gebe ich sehr großzügig geschnittenen Ingwer dazu. Du könntest zum Beispiel auch Kurkuma hineingeben. Bei dem nur aufpassen, denn er färbt grandios ab. Piment darf natürlich auch nicht fehlen. Ich nehme 4 bis 6 Körner. Du kannst auch Pulver nehmen. Und Lorbeerblätter, entweder ganze Blätter oder ich nehme sie immer gerne schon bereits klein gehackt. Zur Verfeinerung gibt es jetzt noch das ganze Grünzeug, von den Sellerieblättern bis zur Petersilie, Kraus oder auch glatte, mit Stielen alles rein, denn diese bringen nochmal eine ganz besondere Geschmacksnote mit rein. Das Grünzeug brauchst du nun einfach etwas unterheben. Und zu guter Letzt kommt das Fleisch noch einmal rein. Deckel drauf und für die nächsten 10 Minuten nochmal ziehen lassen. Währenddessen wiege ich mir etwa 200 Gramm Salz ab, denn es sorgt nicht nur für den richtigen Geschmack, sondern hat auch eine konservierende Wirkung. Es hemmt das Wachstum von Mikroorganismen, wodurch die Brühe länger haltbar bleibt. Bevor das Salz nun jedoch zum Einsatz kommt, kannst du mit deinem Mixstab oder sogar auch deinem Fleischwolf die gesamte Masse durchmixen oder durch den Fleischwolf durchdrehen. Um Zeit zu sparen und weil es richtig witzig ausschaut, zeige ich dir das im Schnelldurchlauf. Zu guter Letzt kommt nun einfach nur noch das Salz hinein und wird, wie soll es auch anders sein, untergehoben. Genauso wie du es bei mir sehen kannst. Achte hier darauf, gründlich zu arbeiten, sodass du also wirklich das gesamte Gemüse mit dem Salz vermengst. Nun hast du mehrere Möglichkeiten. Entweder du gibst die Brühe in deine ausgekochten Einmachgläser oder frierst einen Teil portionsweise ein. Das geht ganz großartig über solche Eiswürfelbehälter. Diese brauchst du nämlich einfach zu befüllen, oben glatt streichen, sauber machen und dann ab für die nächsten 10 Stunden ins Gefrierfach. Und den Rest der Rinderbrühe gebe ich in meine Auflaufform. Auch diese friere ich ein.
Sobald die Rinderbrühe komplett durchgefroren ist, solltest du die Würfel in einen Gefrierbeutel umfüllen. So schützt du sie vor Gefrierbrand und bewahrst vor allen Dingen das ganze Aroma. So hast du immer eine perfekt portionierte Rinderbrühe griffbereit. Im Gefrierschrank ist sie gute 12 Monate haltbar, ohne an Qualität zu verlieren. Außerhalb des Gefrierschranks sollte sie kühl und dunkel gelagert werden und hält sich dort mehrere Monate. Eingekocht in sterilisierte Gläser ist sie mindestens 1 Jahr haltbar. Damit die Brühe sicher und frei von unerwünschten Keimen bleibt, sollte sie beim Verwenden immer einmal sprudelnd aufgekocht werden, um potenzielle Botulinumtoxine zuverlässig zu zerstören. Deswegen ist auch beim Verdünnen immer am besten kochendes Wasser zu verwenden, damit die Brühe auch hygienisch einwandfrei bleibt. Und währenddem ich mich jetzt über das restliche Gemüse hermache, wünsche ich dir viel Freude und vor allen Dingen ein genussvolles Selbermachen. Gutes Gelingen, lass es dir gut gehen. Bis bald. Pfiat euch.